Waren 2K für alles. Ja, aber hat das Spaß gemacht? Also ich meine, Life ist ein Grind-Game. Okay, das haben wir alle verstanden. Aber es muss ja nicht alles ein Grind sein. Also warum sind Blessing of the Demons benutzen? Warum ist das ein Grind? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, mein Ziel ist mindestens 3 Crit Damage auf jedem Teil. Also letztes Jahr war mein Ziel 2 Crit Damage auf jedem Teil. Und ich habe über 3000 BODs dafür gebraucht. Das hat mich fast 7 Stunden gekostet, die alle zu rollen. Das war ein 8-stündiger Stream und 7 davon habe ich BODs gerollt. Also ich habe zwar nebenbei was anderes gemacht, weil ich stehe ja nicht da und roll 7 Stunden lang BODs. Das ist ja geisteskrank. Ja, natürlich nebenbei gelevelt und so. Aber vom Prinzip her, effektive Zeit wäre locker die Hälfte davon gewesen. Also Minimum 3 bis 4 Stunden. Wahrscheinlich mehr, wenn du nur BODs gemacht hättest. Renew bietet hochwertige Refurbished Gaming-PCs für deutlich weniger Geld als ein Neukauf im Laden. Du willst mit Gaming starten? Dann mach's einfach smarter. Und was ist der Sinn davon? Also das sorgt ja nicht dafür, dass jemand dann mehr Lust hat, dieses Spiel zu spielen oder dass das eine Erfahrung ist, die man gerne macht. Dann erhöhe ich doch lieber die Raids und halbiere die Droprate. Oder drittel sie sogar. Ich verdreifache die Raids und drittel die Droprate. Ich meine, klar, es gibt noch BOGs, deswegen ist es jetzt nochmal was anderes. Vor allem bei BOGs jetzt tatsächlich Sinn ergeben. Jetzt ist es ein bisschen was anderes, aber das gesamte Konzept von BODs ergibt damit ja eigentlich noch weniger Sinn. Weil jetzt sind BOGs grundsätzlich eh besser, weil sie bessere Werte geben. Sie sind halt schweineteuer, aber du kannst bessere Werte rollen. Und auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit. Aber das war vorher ja nicht so. Also als sie das System erschaffen haben, waren BODs besser, aber halt nur mit dem Hintergrund, dass du Tausende davon benutzt. Wie gesagt, dein Ziel sind 2 Crit Damage. Mein Erwartungswert, den ich errechnet hatte, waren 3000 und ich habe auch über 3000 gebraucht. Also es waren auch um die 3000. Und wenn du, wie gesagt, jetzt das Ziel 2 oder 3 Crit Damage setzt, ist es ja genau gleich geblieben. Sie haben die Werte ja nicht verbessert, das ist sogar schlechter geworden. Wegen dem Action Speed, der dazugekommen ist. Und warum ist das ein grindlastiger Prozess, dass du Items benutzt? Und selbst BOGs ist ja theoretisch ein Grind. Weil wenn du gewisse Ziele hast, auch bei BOGs, wo die Rates viel besser sind und mal angenommen, Geld spielt keine Rolle, dann brauchst du ja trotzdem immer noch. Also wenn du zum Beispiel einen doppelten geilen Crit-Damage-Roll von mindestens 2% willst, dann brauchst du immer noch. Also weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachrechnen, aber wahrscheinlich weit über 100 BOGs. Vor allem, wenn du es 5-mal haben willst, dann brauchst du auf jeden Fall ein paar 100 BOGs. Und das dauert ja dann auch wieder saulange. Und dieser Prozess, das macht ja keinen Spaß. Und vergleich das mal mit Upgraden. Selbst ohne Battle Pass upgraden dauert 5 bis 10 Minuten und du bist mit hunderten Products durch. Oder mit 100 Products bist du durch. Also du brauchst schon tausende Products, um mal ein paar Stunden zu upgraden. Aber bei BODs brauchst du jetzt nicht sehr viele. Also beziehungsweise du brauchst garantiert so viele für gewisse Werte, die ja jeder irgendwie haben will. Und BODs sind ja auch saugünstig. Und aber egal wie viele BODs du brauchst, der Prozess ist immer scheiße. Selbst wenn du nur 10 Stück benutzt, dann dauert es halt nur 2 Minuten. Aber der Prozess ist trotzdem scheiße. Und das ergibt dann einfach keinen Sinn. Also ich meine, das muss ja kein Grind sein. Das ganze Game ist ein Grind, aber solche Systeme sollten ja nicht sein, ich sitze jetzt da und mache 4 Stunden lang BODs. Das ist doch Schwachsinn, das ist komplette Zeitverschwendung. Macht keinen Spaß. Und sorgt eher dafür, dass man aufhören will zu spielen. Und ganz sicher nicht stundenlang BODs rerollt. Würde schon reichen, wenn man einstellen kann, was man haben will. Ja, das war ja einer der Vorschläge. Aber sie haben ja nichts gemacht, außer Action Speed hinzuzufügen bei BODs. Das haben sie ja eben nicht gemacht. Und dass man mehrere BODs auf einmal benutzen kann oder so, haben sie auch nicht gemacht. Sie haben gar nichts gemacht. Sie haben einfach nur Action Speed hinzugefügt. Dir macht es Spaß, Olaf. Freak. Dir macht es Spaß, 20 Mal in a Row 0% Crit Damage zu kriegen. Fehlt diese Scroll-Skip-Funktion. Irgendwas auf jeden Fall. Aber sie haben es jetzt nicht hinzugefügt, also werden sie es wahrscheinlich niemals hinzufügen. Und wie lange gibt es BODs mittlerweile schon? 2 Jahre? Ja, 2 Jahre. Über 2 Jahre sogar, glaube ich.
Also ich denke nicht, dass das noch kommen wird. Das war jetzt die einmalige Chance. Moment mal, warum habe ich den Käfig aufgemacht? Ich habe gar nicht geöffnet. Du hast deine Box auch nicht aufgemacht, Kenji. Aber das kannst du nach dem Boss noch machen. Ja, auf jeden Fall, es ist schrecklich. Also ich habe jetzt aktuell nicht wirklich vor, mir so viele BODs zu kaufen, aber früher oder später werde ich es wahrscheinlich auch wieder machen hier. Weil ich meine, sie kosten ja auch nicht so ultra viel. Und, ja, also freuen tue ich mich nicht drauf. Weil der Prozess halt einfach Arschritze ist. Alle circa alle 1000 BODs einen guten Crit Damage Roll. Exactly. Das ist doch Schwachsinn, dann macht sie lieber seltener und dafür besser. Und jetzt ergibt es ja eigentlich auch keinen Sinn. Also jetzt kannst du ja nicht sagen, ja, nee, wenn wir jetzt BODs besser machen, dann kauft keiner BOGs. Nee. Die Leute, die BOGs kaufen, sind die Leute, die maximales Equipment haben wollen, die die besten Rolls haben wollen. Und die Leute, die BODs kaufen, sind die Geringverdiener. Würde sich ja trotzdem nichts ändern, dass BOGs jetzt besser sind. Also BOGs haben jetzt ja ihre Daseinsberechtigung bekommen, dadurch, dass sie einfach besser sind. Das sollte ja jetzt reichen. Oh, Random Orichalcum. Nice.